Ich hab dir das geglaubt, Olli. Ich hab dir das geglaubt, hab ich dir das. Oliver, ich hab dir das geglaubt. Freunde, wer uns kennt, weiß, wir stehen auf 2 Themen. Geister, Campen. Beides in einem Video. Wir sind dabei. The most disturbing camping encounters caught on camera. In April 2019, a YouTuber named Jason uploaded a video to his channel, Happy Mountain Trekkers. Man muss jetzt mal dazu sagen, dieses Video haben sich sehr viele Leute bei uns gewünscht, ja, weil es wohl Discord, sehr, aber bei der Abstimmung hast du das nicht gesagt, dann hättest du nicht gewonnen. Gebe ich dir Brief und Siegel. Ich wusste das nicht. Footage of his solo overnight trip to the mountains. His channel is dedicated to all things outdoors, in which Jason frequently uploads videos of his adventures hiking, camping, and surviving in the woods. Guck mal ganz kurz, ob wir vielleicht so Untertitel anmachen können. Hat er nicht jetzt hier... Ah, haben sie nicht drin. Schade, gibt keine Untertitel. In this particular video, his hike up to the mountain is pretty uneventful, and as soon as he arrives at the campsite, Jason begins setting up his tent and shows his viewers how he starts a fire as the sun begins to set. As he waits for the day to end, he tries his luck at spoon carving, and this is when he reports hearing a strange sound coming. Seht ihr auch alle nur Fritz Meinecke in 15 bis 20 Jahren? Ich wollte mich auch gerade sagen, jetzt stell dir mal vor, ich meine, es ist erstmal so ein bisschen absurd, aber stell dir vor, du siehst ein Fritz Meinecke-Video und dann sind da plötzlich Geister. Seht ihr das? Seht ihr die 2 Geister schon im Bild? Ja, ich sehe sie. Ja, oh, ich sehe sie. Sind halb durchsichtig. Oh Gott, er ist der Geist und er weiß es noch nicht. From the top of one of the mountains. Genau, das ist Fritz Meinecke nach 1, 2 falschen Entscheidungen. Warte kurz, da setze ich noch einen drauf. Nee, Fritz Meinecke nach 1, 2 falschen Entscheidungen ist der Fritz Meinecke, den wir heute haben. Kuss geht raus. At about 9 o'clock, he turns his camera off to go to bed. gerissen. But less than an hour later, he wakes up to a strange sound that he says he's never heard before in his life. He mentions Gruselige Geräusche im some Wald. sort of guttural animal Nachts. call, but because it came from pretty far away. Wenn du leise bist, hast du gehört. Der hat Guttural gesagt, das muss mehr so ein... Ja, das war er. Also ich kann euch eine Sache sagen. Meine Burwa Kurve. Ja. Der gemeine Bobber. Wer von euch schon mal einen Elchbrunftschrei gehört hat, weiß, wann zum soll ich einen Elchbrunftschrei gehört haben in meinem Leben? Pass auf, du Sag vielleicht mir nicht, wann. aber Wenn ich ihm zuzwinker. habe damals bei meiner Ex-Freundin, da war der Stiefvater, war Jäger. Der hatte Elche. Pass auf, ich habe die Story schon mal im Podcast erzählt. Der hatte als Klingelton auf seinem Handy einen Elchbrunftschrei, weil er das irgendwie cool fand. Und der hat sein Handy überall liegen lassen. Und ich bin einmal nachts aufgewacht, denke mir so, gut, gehe ich mal auf Klo und gehe so raus. Und gerade als ich rausgehe in den Flur, klingelte sein Handy. Und du hörst aus dem Wohnzimmer nur so ein und ich denke so, wow, nee, das war der Vater. Ja, das war sehr wild auf jeden Fall. Also wer das schon mal gehört hat, weiß, wie schlimm das klingt. Wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, Mann, es wird aber getoppt von einer Sache. Igel. Igel sind fucking gruselig, Alter. What the? Schreien wie kleine Kinder. Ja, wie Katzen auch so ein bisschen, wenn sie kämpfen. Nee, klingt manchmal Igel auch so. schreien legit wie kleine Kinder, Digga. Das ist krass unheimlich, Mann. Ah. Mann-Bärschwein. Some kind of, I'm not even, I hate to even say it, but a pig, an ape, and Affenschwein, calls Mann. almost sounded like how the velociraptor. Affenschwein, Velociraptor. Nee, das ist draußen. Nee, wir haben doch mal so ein Video gesehen mit so ein paar Texanern beim Hog-Calling-Wettbewerb. Ja, draußen steht einfach so eine Meute. Piggy, 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 Piggy. Oh, gibt's da müssen wir eigentlich noch mal eins gucken. Gibt's da noch so ein Video? Das war fantastisch, Alter. Ey, die sind so schlimm, Alter. Ich bezweifle das ja, dass wenn jemand sowas hört und richtig scheiße Schiss hat, ob der wirklich die Kamera macht. He wakes up again to what he describes as the sound of something or someone circling his tent. Warum hören wir es nicht? Doch, du hast die Schritte gehört. Ja, du hörst irgendein Blätter rascheln. Okay, aber ich höre keinen
Mannschwein, Velociraptor-Bär. On the other side of my camp, went around my perimeter. If you look closely at the bottom left-hand corner of the screen, you can see the reflection of what appears to be 1 or 2 sets of eyes as he pans his flashlight over them. Although there are many animals with eyes that reflect light at night, based on the fiery white color of the reflection, it's very likely that Jason was being observed by wolves or coyotes. Ja, Dog's eyes will also give off a white reflection, but considering that it was Ja, der hatte mal gar keine Ahnung. Es war ganz eindeutig ein Velociraptor-Schweineaffe. Ja, die leuchten genau so. around 1 a.m. when this happened, it's unlikely that a dog would be walking around in the mountains so close to his campsite. Coyote and wolf attacks on humans are rare, as both species tend to avoid human contact, but they can still become very aggressive if they der Wölfe noch nie in seinem Leben gehört hat und Wölfe nachts getroffen hat, ist schon mal Platz 1 der gruseligsten Camping-Encounter. Okay. Chillingly, he doesn't even seem to notice the eyes watching him as he Nee, er stands ist der there letzte with his Platz. flashlight. Ah ja. Luckily, he went back to his tent and slept safely through the night. When he woke up the next morning, he recorded another update for his viewers, but he never mentioned the eyes that his camera had captured the night before, suggesting he might have never noticed. After this video, there were no additional updates on the incident. Okay, cool. Ja, man hat nie wieder was von ihm gehört. Das war ja echt unspektakulär, Alter. So eine Müllgeschichte. Alles, was daran gruselig war, ist die Art und Weise, wie der Sprecher geredet hat und die Musik. Ich bin absolut begeistert. Ich hoffe, davon kommt jetzt noch mehr. Ich lieb's. So ein Müll. 21, YouTuber Matt Field spent the night in a dark cave in the middle of nowhere in Australia after his friend told him about an unsettling experience he had in that cave and dared him to spend the night there alone. Welcher bei Verstand seiende Mensch kriegt eine Story von einem Kumpel erzählt? In Australien. Ich war in irgendeinem Erdloch draußen und das Content, war echt Olli. gruselig. Und Content. er so, da gehe ich rein. In Australien. Matt's channel is a bit more extreme than other outdoor exploration channels, and his videos often feature him leaving civilization behind and going to remote locations for days, living only off the fish he catches and the animals he hunts. In the video, he mentions that he didn't bring any water to the trip, hoping to find water to drink in the cave. After about 4 hours Cool. Ich nehme kein Wasser mit. Smart. Vielleicht finde ich ja Wasser in der Höhle. of walking, he finally finds the cave and climbs down Fun Fact, sieht irgendwie nicht so aus, als ob es geregnet hätte kürzlich. the man-made ladder inside. Venturing deeper inside the cave, Matt crawls into the different holes he finds to see if any of them lead anywhere. Around this time, he started hearing a couple of rocks falling near the entrance and the sound of some sort of animal walking around. At one point in the video, he mentions he feels like he's being watched, and things get a little more disturbing at around 11 p.m. when he begins to eat his baked beans for dinner. Es war gerade kurz gruselig. Und dann sagte er, er hat Baked Beans gegessen. Aber er hat kein Wasser dabei, aber eine Dose Baked Beans. Ja, ist doch geil, Alter. Mach ich Also auch mal, seine Unterlippe sagt auch Durst. Vielleicht ist das der Trick, wenn es gruselig ist. Einfach Baked Beans essen hilft. That is beautiful. Baked beans in a haunted cave. In a haunted cave. That was the sound. The sound of silence. Ich wollte gerade sagen, der Sound von einem Donnerblitzschlag und er gleich. Oh mein Gott! Mein Lieblingsvideo aus Australien, Alter. That is the sound. Did you hear that? Look at my arms. I've got Tätowiert. full goosebumps. It's the chains moving when I climb down the ladder. Ja, dann kommt vielleicht noch einer, der dieselbe dämliche Idee hatte. Kommt zum Bär runter. Oh, Entschuldigung. Big, Oh. heavy, Es tut mir leid. chain. Habe ich gesehen, dass Wind besetzt ist, das can't Loch. move that. Doch. Ja, ich glaube auch. Holy. When Matt recorded this video, it wasn't a windy night at all, and the fact that the chain is moving can only mean that there's someone or something down there with him. Ja, kann nichts anderes. Das kann nur das bedeuten. Das ist der logische Schlussfolgerung. Hat einer von euch den Film Abyss gesehen? Ja. Hieß der so? Nee, Ja. The Descent meine ich natürlich, nicht Abyss. Ja, der ist mega. The Descent. The Descent. Der ist echt nice. Hammerfilm. Der ist wirklich Brutal wie fake, ne? 100% now. I heard it before. I'm 100% certain it's the chain that I walked in, that you climbed down into this cave on. It's moving. Now,
You can't move that chain with wind. It's way too heavy. There is no wind coming in here. There's no wind even for... Holy... Okay, das ist ein bisschen spooky. Ja. Pass auf, wenn von oben... Das ist ja deutlich mehr als Wind. Wenn von oben ein Steinchen runterrollt in die Höhle. Ja, nee, das ist mir schon klar. Und die Ketten auch trifft, bis runterrollt. Das macht lange miese Sounds. Vielleicht war aber auch sein Kumpel einfach, der hat ihn dann verfolgt. Und hat aber es ist trotzdem, du bist da in der Höhle, dehydriert und hörst Geräusche. Ich würde auch denken... Sind Sandhaie, ja. Ja. Raketenwürmer. Look at my arms, dude. Ja, doch. Oh, this... Okay. Well, I've got my backpack back on, and I'm booting on out of here. I just heard a sound. It's not normal. It's definitely not a normal sound, and I'm scared. I'm not gonna lie. It's probably about 2 hours, 2.5 hours after I checked in with you guys, so it would be around 2 o'clock, 1 o'clock in the morning. Digga, ist das dunkel. And that sound was not normal. I'm getting out of here. Du musst jetzt noch deine Lampe After the creepy ausmachen. noises subside, he changes his mind about leaving the cave and decides to spend the rest of the night near the entrance. A couple of hours later, he reported hearing hissing sounds that sounded like human voices, but after walking around the cave, he couldn't find anything that could be making those noises. Aside from big animals, the worst thing that could have happened to Matt is to have come across a hostile squatter living in the cave. Although it's unclear why anyone would want to live. Was ist ein Squander? Weißt du das Thema Hostile Squander? Wahrscheinlich irgendein Tier. Schlange oder was? Down there. Fortunately, he made his way out of the cave safely as soon as the sun rose. Ein Squatter. And went back to that cave again. Der gerade Sport macht. Squatter gesagt? Rody is a channel dedicated to off-the-grid living, in which the uploader usually posts videos about what life is like living out of his truck and traveling around the country. The videos are usually pretty cool, with an emphasis on the beauty of nature and independent living. But this particular video is a bit more disturbing than the rest. In December 2017, Rody uploaded footage of an incident that took place earlier that year while he was car camping in a parking lot. At around 1:30 a.m., a hooded man started walking around his truck and taking pictures of his license plates. Because the back of the truck where the uploader was sleeping was pretty much pitch black, the man probably didn't see anyone in there and continued to suspiciously walk around the truck for several minutes, unaware that he was being recorded. After a while, the man makes his way to the side of the truck and tries to shine the flashlight inside, which is when the uploader decides to take action to protect himself and let the man know he's there. Immediately after the uploader bangs his fist on the inside of the truck, the suspicious man runs away. Der wird vielleicht vorgehabt haben, das Auto zu klauen? I don't know. Ja. Also. Aber die krasse Sache ist, in der gesamten Stadt gibt es niemanden mit einem schwarzen Hoodie. Es muss ein Geist gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Ein Smartphone-Geist. Ja. It's unclear what exactly he planned to do, but based on his behavior, it couldn't have been anything good, and he was probably planning a carjacking. Fortunately, the uploader was able to get away safely and spend the night elsewhere. Gary and Amica are a father-daughter duo from Scotland who make videos about their travels around Europe in their camper van. The videos are usually pretty wholesome and entertaining, but in this particular video, Gary and Amica had a pretty disturbing encounter. This footage was uploaded in March of 2023 during a trip to Tensmere Forest in North Fife, Scotland. As they were walking through the woods, Amica told her dad she heard voices somewhere near them, and after searching for a while, this is what they found. We just stopped and had a look in these woods. Bruh. Was ist das denn? Nimm die Beine in die Hand und mach, dass du wegkommst. Scary that is. Put the torch on. He's even one on the ladders. Oh, there's someone lying on the ground. Without Falling over. Look at the one on the ladders going up the tree. Oh, Dicker, nimm die Beine in die Hand, schnapp dir deine Tochter, mach, dass du wegkommst, jetzt sonst stehst du bald daneben. Ey, das ist so der Moment, wo so eine Puppe so da steht und er filmt gerade und die macht dann so ein... Ja, genau das. Digga, er steht mit seiner Tochter bald neben der Puppe hier vorne. Dann sind sie endlich für eine glückliche Familie, Alter. Aber hallo.
Richtige Wrong Turn-Vibes. Oh mein Gott, habt ihr mal die Doku gesehen von dem Typen in Russland, der auf Friedhöfe gegangen ist, Leute ausgebuddelt hat und die für eine Teeparty zu Hause alle immer so zurechtgemacht hat und ausgestopft hat und so? Das ist richtig gruselige Scheiße gewesen, Alter. Boah. Bruder, was für eine Scheiße, warum hat er sich denn nicht wenigstens die Mühe gemacht und die dann da so, stell dir mal vor, du setzt die dann einfach so aufs Grab. Also, dass Leute, die vorbeikommen, so denken, mein Gott, das ist ja richtig schlimm. Was ist denn hier passiert? Alter Falter. In addition to dozens of creepy mannequins dressed up in costumes, they came across some pretty unsettling paintings hanging outside the little cabin in the middle of the woods. I did some research and found several other channels that featured the strange cabin, but the only information I could find was that the mannequins and paintings were probably set up there at some point in 2021. The second best exotic COVID hotel? Ja. Hä? It's unknown what exactly the purpose of all this is, but whoever set it up clearly went through a lot of trouble to make it as creepy as possible. As Gary and Amika make their way out of the woods, a car starts to approach. Aber da bricht doch auch nie jemand ein. Das ist Nein, mega da kommt smart. ein Auto. Das Video ist nie. Die sind tot. Was, Sie Found sind Footage? beide tot. Found Footage, okay, alles klar. Them from the other side, and Gary starts to get a little freaked out. Fortunately, they were able to make it back to the van without having to cross the car's path. As of this video's upload, there have been no further updates on the creepy discovery. Man hat nie wieder was von denen gehört. Das hat er zwar nicht gesagt, aber ja. In 2018, a YouTuber named John uploaded this video to his channel. Oh ja, der schreibt gerade, Patchelist schreibt hier, war in meiner Jugend, vor ungefähr 20 Jahren, mal von einer Nachtwanderung bei einer Klassenfahrt und da sind wir in Pitch Black Darkness an einem Haus vorbeigekommen, in einem Waldstück, wo überall Puppenköpfe angebracht waren, am Zaun, am Haus, überall. Richtig fucking creepy. Nice. Digga, du hast einfach keinen Bock mehr. Nee, ist dann auch vorbei mit der Wanderung. Lost Lakes, in which he posts about his backcountry camping adventures in Canada. The video was taken at around 3:30 a.m. at a remote location west of Chapleau, Ontario, where, according to John, there was no cell phone signal. Well, I am living every solo camper's nightmare right now. There appears to be an animal of some kind pacing around my tent. It's the middle of the night. And then around 3:30, I started to hear this pacing sound. And 45 minutes later, it's still pacing around out there. Considering he was camping in a remote location. Okay, also wenn du so campen gehst alleine und außerhalb von deinem Zelt halt irgendwo Tiergeräusche wahrnimmst, okay. Aber wenn die eine Stunde lang nicht weggehen und um dein Zelt rumlaufen, Und du hast keinen Handyempfang. Ja. Was ich immer nicht verstehe ist, und er ist jetzt der einzige Ami ohne Knarre, oder was? Nun. Bear capital of the world, it's very likely that there was a bear or some other large animal outside the tent. Although it's rare for bears to attack campers, it has been known to happen. Other animals such as moose or wildcats can also pose a threat to campers if they have. Macht nichts. Kanada steht in Sachen Waffengesetze den Amerikanern nicht viel nach. In Kanada ist es auch absolut gang und gäbe, dass die Haushalte eine Knarre haben. Oder Gewehre, eher Gewehre tatsächlich. Aber Kanada hat auch ein bisschen andere Voraussetzungen. Vor allen Dingen die ländlichen Gegenden, wo halt irgendwie 20 Meilen kein anderer Mensch ist. Never feel threatened or provoked, and in those cases, a feeble camping tent won't offer a lot of protection against an angry 600-pound animal. It's much more common for people to be harassed by other people than by animals, but in this case, the footsteps don't sound very human. Okay, Freunde, kurzes Quiz reingehauen, ja? Welches Tier tötet die meisten Menschen? Also weltweit? Anzahl der jährlichen Sterbefälle weltweit. Olli und ich wissen das. Ja. Infolge einer Begegnung mit Tieren nach Tierart. Okay. Nilpferd. Steht auch schon im Chat. Stand schon im Chat. Ja. Was ist Platz 2? Platz 2? Die Mücke. Nee, Platz 1 ist die Mücke. Aber dann ist Platz 2 das Nilpferd. Ah, okay. Nein, das Nilpferd ist voll weit weg. Was? Kühe? Was ist Platz? Platz 2 sind Schlangen. Ach so, okay. Ja, Platz 3 sind Schlange? Hunde. Platz 4 ist übrigens die Olli, du hast mir Fliege. richtig Scheiße erzählt. Ja, Moment, du musst, glaube ich... Ich war gerade total selbstbewusst und habe gesagt, Olli, und ich wissen das, weil du mir erzählt hast, das Nilpferd tötet die meisten Menschen.
Ist auch so, wenn du eine bereinigte Liste wahrscheinlich hast, wo so obvious Shit nicht drin ist. Oder vielleicht runtergerechnet, pass auf, du die anderen nicht drin hast. Runtergerechnet darauf, es gibt ja einfach fucking viel mehr Hunde, als es Nilpferde gibt. So, vielleicht auf das bezogen. Aber auch dann kommen noch Raubwanzen, dann kommen noch Schnecken, Krokodile, Elefanten und Haie, da ist noch nirgendwo ein Nilpferd dabei. Dicker, dein Nilpferd scheißt ja mal völlig rein und ich hab dir das geglaubt, Olli. Ich hab dir das geglaubt, Oliver. Ich hab dir das geglaubt. Geglaubt habe ich dir, Olli. Aber Mücke fand ich, wisst ihr übrigens, Platz 1 Mücke ist... Pass auf, ich lese mal vor. Die gefährlichsten Tiere der Welt. Das Nilpferd ist das zweitgefährlichste Tier der Welt. Nilpferde sind extrem aggressiv, verteidigen gewaltsam ihr Revier. Touristenboote werden von ihnen als Bedrohung angesehen und so sterben jährlich 500 Menschen durch sie. Ja, aber es ist gefährlich. Ja, das ist aber... es ist das gefährlichste Tier und nicht das... In dem Fall ist es das tödlichste. Und du hast Mücken mit 725.000. Wie viele Mücken gibt es und wie viele Nilpferde gibt es? Im Jahr. Und dann Platz 2 Schlangen mit 50.000. Der Balken ist so und so. Mücken sind halt insane einfach. To maintain sanity, John shows his viewers the things he brought along on his camping trip to protect himself against animals, which include a hatchet, bear spray, and an air horn. Near the end of the video, he mentions his car is right outside the tent, but he can't find his key and probably left it in the car. But in the end, he slept through the night safely. He never found out. Den Satz wollte ich noch mit euch teilen. Anstelle Nilpferd bei 500 Toten im Jahr, es tötet die Opfer durch Zerfleischen. The fuck? Ja, schön. The fuck? Danke. Stell dir mal vor, das würden Mücken auch machen. Oh mein Gott, ich bin nicht tot, Mann. Nee, einfach stell dir mal vor, das wären einfach so 1 Milliarde Mücken dann einfach so. Boah, Alter. Around his tent that night. Most campers will say they're more afraid of running into ill-intentioned people rather than aggressive animals on their camping trips, and this footage is the perfect example of why. Love Sundays is a channel run by a man named Sean who uploads videos of his solo camping adventures in the UK. In a video he uploaded in September 2022, he shows what happened. Warum haben die eigentlich alle diese weißen Lieferwagen? Guck mal, wenn die Tür offen ist, sieht ja aus, als wenn der hinten abgesägt wurde. Als wenn da was fehlt. Ja. One night when he camped on the side of the road in Cornwall. Technically, he wasn't supposed to be camping there due to parking regulations, so he made every effort possible to make it seem less obvious that he would be spending the night on the side of the road. Before the sun sets, he goes into his van and starts making dinner, making as little noise as possible to avoid unwanted attention. At around 9 p.m., he turns off the lights and goes to bed. Everything seems to be going just fine, but at around 2 a.m., Sean's night takes a pretty unsettling turn. Wird abgeschleppt. Also es ist schon seltsam, wenn jemand klopft und die Tür versucht aufzumachen. Okay, I think they've gone. They literally tried to get in the van. It wasn't just a knocking, they were trying the handle. It's not uncommon for solo campers to be asked to move somewhere else in the middle of the night, especially when you're parked somewhere where you're not supposed to be. Es waren Geister. It's highly unlikely that this was a police officer or some other person with the authority to tell him to move, as in these cases, they would almost always knock first and announce themselves verbally. Once they have your attention, they'll ask you to leave, but they won't just walk up to a van. Aber einfach, weil es England ist, so knock, 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 kurze Pause. Oi, fuck off! Dann weißt du, okay. Okay. Freunde, ich muss wirklich sagen, dass dieses Video war sehr viel mehr underwhelming, als es uns angepriesen wurde. Dieses Video war scheiße. Pass auf, das Video wurde so oft. Ich weiß, das ist aus dem Discord. Ich weiß. Die Kritik geht an unseren Discord. Freunde, was ist das denn? Die haben auch nur den Titel gelesen. Das war kacke kuratiert, Discord. Ja, das ist scheiße kuratiert, sowas. Ja. Frech. Naja. Irgendjemand hat auch behauptet, dass da Geister drin sind. Ja, das waren alle Geister, Olli. Geisterhund am Anfang, Geisterketten, Geistermann in der Höhle.
Hier hat ein Geist geklopft. Deswegen konnte er auch nichts sagen. Hat ja keine Stimmbänder. War ein Poltergeist. Ein Klopfgeist. Nun. Alright, dann lasst uns direkt zum nächsten Video gehen, Freunde. Das ist nichts, was wir auf YouTube hochladen. Ja, du kannst jetzt auch zum nächsten Video gehen, hier auf unserem Kanal. Tschüss.